Wir schauen zu Achim Unser in den Deutschen Bundestag. Achim, also nach diesem gescheiterten Migrationsgipfel gestern, wie geht es jetzt in dieser Frage eigentlich weiter? Lindner hat ja angekündigt, er würde sich gerne noch mal in illustrer Herrenrunde treffen. Ja, ich denke, das liegt auch daran, dass Christian Lindner sich ja im Vorfeld auch eigentlich mehr so auf Seite der Opposition bzw. der Union positioniert hat. Hatte zum Beispiel gerade am Sonntag noch zugestimmt der Forderung von Markus Söder nach einer Obergrenze von 100.000 Asylanträgen pro Jahr und hat auch sonst eben gesagt, wir müssen da eben mehr zurückweisen. Und insofern ist es natürlich verständlich, dass er jetzt versucht, da auch, um eben auch seine FDP positiv darzustellen, da nochmal so eine Art Vermittlerrolle zu gehen. Allerdings, man muss ja auch sagen, Marco Buschmann, der Bundesjustizminister, der hat ja gestern relativ klar gesagt, dass eben man von der Bundesregierung nicht verlangen könne, dass sie Europarecht bricht oder beugt, so könnte man es vielleicht auch sagen. Und der gehört ja zur FDP. Und insofern müsste dann Christian Lindner gewissermaßen dann auch Marco Buschmann mit dazu holen, den Justizminister, weil der hat in der Sache tatsächlich dann doch einiges zu sagen. Und insofern wird das relativ schwer werden, da tatsächlich nochmal diese ganzen Parteien zusammenzubekommen. Bei der SPD war es ja tatsächlich so, dass man im Vorfeld schon geahnt hat, dass möglicherweise die Union, wenn sie denn zum zweiten Gespräch kommt, nicht zufrieden sein wird damit, weil Friedrich Merz hat ja immer diese Maximalforderung aufgestellt. Und dies ist eine Forderung, die man aus der Opposition raus tatsächlich auch stellen kann. Aus der Regierung raus wird es eben deutlich schwieriger, dies tatsächlich umzusetzen. Aber was da eben dabei bleibt, ist das, was jetzt Nancy Faeser da an Maßnahmen vorgestellt hat, gestern nochmal, das ist zwar europarechtskonform, aber eben einfach nicht effektiv. Weil im Ende ist es so, dass dieses Dublin-Verfahren einfach nicht richtig funktioniert. Und wenn man sich an ein Verfahren hält, das nicht funktioniert, dann führt das eben bei den Bürgern, in dem Fall eben bei den Deutschen, tatsächlich zu viel Missfallen. Und damit wird die Regierung, die Ampel, weiterhin zu kämpfen haben. So, und immer wieder hört man ja aus den Kommunen bezüglich derer, die da nach Deutschland kommen, wir haben einfach keinen Platz mehr, wir sind am Limit. Und ausgerechnet dazu hat sich Achim gestern die Außenministerin Annalena Baerbock geäußert. Und was sie gesagt hat zum Thema Platz, das können wir uns erst mal anhören. Der Status quo kann so nicht weitergehen. Wir haben die Situation, dass es einige Kommunen gibt, die an der Belastungsgrenze sind. Auf der anderen Seite, das haben wir heute auch besprochen, gibt es andere Kommunen, wo auch in den Erstaufnahmeeinrichtungen noch Plätze frei sind. Also das heißt, die Lage in Deutschland ist unterschiedlich. Tja, die Lage ist unterschiedlich, da gibt es noch Platz. Achim, hat sich die Außenministerin in dieser Frage jetzt endgültig von der Realität entkoppelt? Ich sage mal so, sie hat einem Teil der grünen Basis, einem Teil der grünen Stammwähler da in gewisser Weise aus der Seele gesprochen, weil die Grünen leben tatsächlich in gewisser Weise im Ursprung von zwei Themen. Das eine ist eben das Thema Menschenrechte, Schrägstrich Migration, und das andere ist eben auch das Klima. Und ja, da hat sie sozusagen einem Teil der Grünen schon aus der Seele gesprochen. Auf der anderen Seite natürlich auch einigen Kommunen oder vielen Kommunen vor den Kopf gestoßen, weil da ist ja sozusagen auch der Vorwurf da drin, dass manche Kommunen, die sagen, wir sind überlastet, das nicht richtig gut managen. Und man könnte jetzt auch den Schluss daraus ziehen, naja, dann schicken wir eben die weiteren Migranten, die dann nach Deutschland kommen, zu den Kommunen, die sagen, bei uns funktioniert es noch, die werden dann auch sauer sein, weil sie eben natürlich sagen, bei uns funktioniert es zwar, aber wir managen das oder wir haben einfach andere Kapazitäten, und wenn jetzt mehr kommt, dann sind auch wir überlastet. Insofern ist das natürlich, was Annalena Baerbock jetzt gesagt hat, kein Bestandteil, kein Wortbestandteil, der tatsächlich zur Lösung des Problems beiführen wird. Insofern glaube ich, dass sie da natürlich wiederum eher der Opposition Futter geliefert hat für weitere Angriffe. Achim, danke schön für deine Einschätzung aus dem Bundestag.